Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold vor parabolischen Anstieg. Disclaimer. Gold vor parabolischen Anstieg. Gold hält seit 2016 Aufwärtstrend und setzt vermutlich jetzt einen parabolischen Anstieg Richtung 8000 Dollar an, was Gold in der ersten Anstiegswelle in den nächsten 5 bis 8 Monate auf 2300 bis 2500 steigen lässt. Ja, Sie sehen, Anstieg seit ja, im Grunde genommen 2016, Januar 2016, wo Gold bei 1050 begann, ist eigentlich permanent angestiegen, natürlich unter Schwankungen etc. und mit verschiedenen Goldaktien, Rallyes und auch Rückgängen. Das ist das Interessante. Und Sie sehen, Goldaktien, Rallyes gehen nicht so lang. Jedenfalls auch in den letzten rückblickend haben wir im Grunde genommen 2 oder 3 Rallyes. Das ist einmal die von Januar 2016 bis August 2016. Dann ja ab Ende 2018 mit der Unterbrechung des Corona-Einbruchs dann bis August, September 2020. Das längere, jetzt dann auch wieder seitwärts, jetzt auch der Rückgang und möglicherweise jetzt steht wieder eine Goldrallye von 5 bis 8 Monaten bevor. Und die dürfte durchaus heftig sein, weil Gold jetzt wahrscheinlich zumindest in dieser Welle seinen finalen Anstieg erstmal machen, bis das Zwischenziel bei 2300, 2500 Dollar vermutlich im ersten oder zweiten Quartal nächsten Jahres erreicht ist. Dann mag es einen Einbruch geben. Es gibt ja Experten, die sagen, dann kommt nochmal ein riesiger Börseneinbruch, der dann unter Umständen auch Gold und Silber und Goldaktien mit runterreißen würde. Ganz sicher ist das nicht, kann auch durchmarschieren, wie 1979, 1980, da stieg ja auch mehr oder weniger Gold quasi von 200 Dollar auf 850 in mehr oder weniger einem Jahr. Nicht ausgeschlossen, dass es passiert, aber momentan gehen wir erstmal, wir halten uns ja an Leute, die die Charts beobachten. Und daher habe ich halt diese Zahlen 2003 bis 2005 in der Welle. Das bedeutet Goldaktien. Rallye dürfte Goldaktien-Rallye bedeuten und ist daher ganz besonders interessant, eben auch, weil die Goldaktien in der Frühphase besonders gut steigen, wesentlich besser steigen als Gold. Also das würde bedeuten, im Grunde genommen, wir investieren jetzt in Goldaktien. Diese extreme Unterbewertung wird durch den steigenden Goldpreis vielleicht bis Mitte nächsten Jahres abgebaut, haben mehr Gold und Silber generiert, investieren dann halt in Gold und Silber und stoßen Goldaktien ab und ja, und warten im Grunde genommen, bis irgendwo dieser von vielen Experten geschätzte Kaufkrafthöhepunkt von Gold von 5.000 bis 8.000 beziehungsweise bei Silber 2.000 bis 400 wohlgemerkt Kaufkraft erreichen sollte. Also es dient dazu, möglichst viel Gold und Silber zu besitzen, die dann irgendwann diese Maximalwerte erreichen. Und wenn diese Maximalwerte erreicht sind, da muss man sich umschauen, was für Einkommen produzierende Vehicles, sprich Top-Aktien, vielleicht sowas wie Bayersdorf, wie auch immer, die dann vielleicht nicht existieren und günstig sind und gute Dividenden produzieren, auch sich innovativ durchsetzen oder eben andere Vehikel, vielleicht wie Mietimmobilien oder Firmen überhaupt. Das ist der Hintergrund, warum wir Goldaktien machen. Und das Ganze könnte man im Prinzip als 3 Ereignisse betrachten. Also jetzt Goldaktien, indem wir mit den Gewinnen dadurch mehr Gold und Silber kaufen können. Wir maximieren quasi das Gold und Silber. Dann wird Gold sein Kaufkrafthöhepunkt mit oder ohne System erreichen, das irgendwo bei 5.000 und 8.000 Dollar liegt. Und dann muss man schauen, dass man reinvestiert, weil diese absoluten Kaufkraftspitzen erfahrungsgemäß dürften nicht lange halten. Auch 1980 ist dann dieser Höhepunkt bei Gold 850 Dollar, was ja heute das Äquivalent 8.500 wäre, ist er noch um 50% zurückgegangen und hat sich dann 20 Jahre nicht erholt. Nach solchen parabolischen Anstiegen muss man die Assetklasse wechseln. Das zeigen alle Erfahrungen, die man mit Charts hat. Aber wie es so ist, werden dann die Massen, um einfach ihr Papiergeld vermeintlich zu retten, werden dann zum Höhepunkt
ihnen diese Preise für Gold und Silber zahlen. Aber da muss man in was anderes dann investieren. Okay. Goldprojektgenerator, französisch Guyana, hohes Risiko. Goldexploration, ein Schließungsunternehmen im wenig erforschten Segment des Guyana-Schilds in Südamerika. In Französisch-Guyana hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an dem Weltklasse-Minenentwicklungsprojekt Montague d'Or und treibt auch das Goldprojekt Maripa äh, und das benachbarte Antino voran. Projektübersicht. Französisch-Guyana erschließt das Unternehmen die zu 45% unternehmenseigene Goldlagerstätte Montague d'Or, jährliche Goldproduktion von 237.000 Unzen in den ersten 10 Jahren des Minenlebensdauer bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,73 Gramm pro Tonne Gold, was durchschnittlich Cashkosten von $749 pro Unze führt. Sie haben also 3,85 Millionen gemessene und angezeigte Unzen und 0,96 Millionen abgeleitete Goldreserven. Davon besitzen sie ungefähr 50% und haben noch ein anderes Projekt. Das tue ich dann in unsere Formel, also Potentialfaktorformel, 2,5 Millionen Unzen Gold. Grad des Goldes hier 0,7 Abzug, weil es 1,7 so ist. So unter 1 wäre dann Low und groß wäre dann so ab 3 oder 3,5. Das Land, okay, ist quasi, wenn man so will, EU. Momentan gilt das eben noch als ein gutes Rechtsgebiet, was Minenproduktion macht, also Französisch-Guyana. Marktkapitalisierung von 15 Millionen, kommt man, wie gesagt, auf einen Potenzialfaktor von 125. Also das bedeutet, es ist ein rein theoretischer Vergleichswert. Um wie vielfache könnte diese Aktie steigen, wenn wir eine wirklich verrückte Goldaktienmania haben, wenn jeder Gold und Silber haben will, etc. Das ist also ein theoretisch berechneter Wert, um die Goldaktien vergleichen zu können. Das heißt, es würde jetzt von $7 fast in Richtung $9 steigen. Ja, das so kommt, werden wir sehen. Aber schauen Sie sich das Chart an. Das sieht gut aus. Das hat eigentlich seinen Boden gefunden. Ist meiner Meinung nach wirklich eine gute Einstiegschance. Gut, das haben jetzt auch viele andere Aktien, aber so ist das. Gut möglich, dass die Aktie schnell auch wieder auf $1 steigen kann. Und wenn dann der Goldpreis dementsprechend in die parabolische oder in die erste Anstiegsphase dann geht, können es Werte darüber hinausgehen. 1, 2, 3, 4, vielleicht auch $5 sind durchaus denkbar. Ja, nochmal hier zum Antino-Projekt, Goldprojekt in Suriname, Nachbarland. Ist Explorationsgebiet im fortgeschrittenen Stadium, das sich im bergbaufreundlichen Gebiet Suriname, Südamerika befindet, 275 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Paramaribo. Das Projekt besteht aus Goldabbaurechten, die sich über 200 Quadratkilometer erstrecken. Ja, auch, denke ich mal, interessantes Gebiet und durch die ganzen hohen Cashkosten, durch das Geld, das reinfließt, denke ich mal, können sie auch die weitere Exploration, sage ich mal, sehr gut finanzieren, beziehungsweise auch den Minenbau auch vorantreiben. Ja, nochmal generell zu unserer Philosophie. Es gab ja in den 1970er Jahren, beziehungsweise Ende der 1970er Jahre eine extreme Goldaktienrallye, wo Goldaktien teilweise von 15 oder 20 Cent ja, auf 15, 10, 20 Dollar gestiegen sind. Also das heißt, man konnte teilweise aus $1.000 50, 100.000, in einigen Fällen sogar 200, 250.000, Viertelmillionen machen. Von sowas träumen wir natürlich auch und es gibt Grund zur Vermutung, dass ein derartig extremer Anstieg auch durchaus zumindest teilweise bevorsteht, weil, warum sagen wir das? Weil diese Goldaktien im Verhältnis zu Gold so exorbitant niedrig bewertet ist. Das haben gewisse Kräfte vermutlich, um einfach nur selbst einsteigen zu können, beziehungsweise auch um andere Leute aus dem Markt zu hauen, zu diesen absurden Preistiefen geführt. Die sind nicht normal. Das heißt, Gold muss auch gar nicht viel steigen. 100, 200 € und dieser Pfropfen, wo diese Goldaktien unten gehalten werden, kann sich eruptionsartig löschen. Das heißt, diese Goldaktien können unter Umständen, wenn die Situation sich ändert oder irgendwo grünes Licht gegeben wird,
dramatisch hochsteigen. Und das kann dann, gerade bei diesen Penny Stocks, sich auch ganz schnell in wenigen Wochen das 5- bis 10-fache geben. Und man will natürlich vor dieser Entwicklung drin sein, bevor sie dann eintritt. Wann genau das kommt, wissen wir nicht. Vermutlich Richtung Ende des Jahres. Viele Statisten warten Ende des Jahres, wie ich schon gesagt habe, über $2000, auf alle Fälle 2100, 2300. Und das würde meiner Meinung nach die Goldaktien schon zur Eruption bringen. Das ist das Interessante. Also was kann man noch tun? Ja, Goldaktien mit großen Ressourcen kaufen, mit sogenannten Superlativen, die dann der Markt oder die Anleger oder institutionelle Anleger oder große Investoren dann dementsprechend auch bewerten. Ja, wie gesagt, ich habe solche Super-Gold-Aktien Liste zusammengestellt, einfach weil es so unheimlich viele Aktien gibt und sich mal auf irgendwas konzentrieren muss. Die wird auch dann durchaus geändert, aber so, dass man zumindest das Spiel damit spielen kann und sich nicht zu sehr verzettelt. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Also wir versuchen halt diese Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, den Potenzialfaktor zu berechnen. Eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Also in was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, nochmal Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Ähm, Die finde ich halt als ja, Transfermedium interessant. Stellen Sie sich vor, Sie haben relativ große Buchgewinne und so und wollen davon beispielsweise mehr physisches Gold und Silber kaufen, dann kann das durchaus kompliziert werden, wenn Sie das dann abheben, das Geld zum Edelmetallhändler, was Sie natürlich auch machen. Das ist alles in der Frage, wie man das aufteilt. Aber das Interessante, Sie überweisen einfach und sofort ist es dem Ihrem Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Es gehört Ihnen, können es genauso leicht wieder verkaufen. Es ist eine einzige Überweisung, also innerhalb Deutschlands möglich. Und Sie können sich das Gold auch ausliefern lassen. Das ist das Interessante. Also ich finde es besonders als potenzielle Hilfe bei der Abwicklung durchaus interessant. Ja, bevor Sie überhaupt physisches Gold kaufen, immer auf Gold- und Silberkauf machen, also einfach Gold-EGG, die Händler vergleichen und die günstigsten nehmen. Weitere nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker können Sie arbeiten, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz einlagen. Beispielsweise, man muss ja rein ganz praktisch denken. Also ich finde zum Beispiel auch nicht schlecht, ähm, wenn man zum Beispiel einfach so jetzt nach Zürich fährt, zum Beispiel mit dem Zug, dass das zum Beispiel nicht so weit vom Bahnhof ist, dass sie einfach unkomplizierter ihr Gold wechseln können. Ich finde also da kann man das ungefähr für 200 Franken teilweise einlagern. Also wenn Sie darüber informiert waren, dann kann ich den Händler sagen. Also ich finde es nur rein von den praktischen Erwägungen ganz gut. Es gibt auch eine andere Sache in Liechtenstein, aber das ist beispielsweise Papierkram, bis man das ein- und auslagert und so weiter. Also ja, das muss man sich entscheiden. Also es muss so meiner Meinung nach so unkompliziert wie möglich alles sein. Dann weitere Informationen über Goldaktien, weitere Bücher, andere Statisten etc. Ähm, ja, generell, wenn es Fragen gibt oder Ihr Report irgendwas nicht angekommen ist, mich einfach kontaktieren, E-Mail schreiben oder die angegebene Telefonnummer. Ich ruf Sie dann zurück. Ja, ansonsten werde ich unten nochmal in der Beschreibung nochmal einfügen. Ich habe heute einen sehr interessanten Artikel von Herrn Dr. Thorsten Polleit gelesen, der sich, sage ich mal, in dem Artikel nochmal ausführlich um das große und ganze Bild und die Wirkung der Inflation auf Gesellschaft und Politik und auch, wie sich das auswirkt. Und beispielsweise fand ich zum Beispiel sehr erstaunlich, hat er, glaube ich, geschrieben, so Anfang 1922 oder Anfang 23 war beispielsweise die Arbeitslosigkeit noch 2 oder 3%. Durch die Inflation wird ja diese fatale Wirtschaft, auch wenn man nicht viel verdient, noch am Leben gehalten. Aber als dann tatsächlich die Inflation wegkam, das ich auch schon mal gelesen habe, kam es dann zu dieser postinflationären Depression mit einmal 30% Arbeitslosigkeit. Das ist dann die Folge von diesen Gelddrucken. Die Ersparnisse sind weg, sie haben im Prinzip ihre Lebenszeit verschwendet, für nichts gearbeitet, gerade nur so wie die Runden zu tun. Und dann kommt die Währungsreform. Dann natürlich die ganzen Firmen, die sich an Inflation und Geldmenge aus weiter gewöhnt haben, können nicht mehr, die verschwinden vom Markt und damit auch die Arbeitsplätze. Das sind die Wirkungen. Also sie haben Inflation und Depression hintereinander. Also die hauen ihnen erst alle Vermögenswerte weg, sie können kaum überleben.
dann wird es irgendeine Form von Währungsreform oder was auch immer kommen und das dann Depression. Ja, da muss, also jedenfalls darauf sollten Sie sich vorbereiten. Das heißt natürlich auch wieder, wie ich das mit der Ereigniskette gesagt habe, versuchen jetzt Inflationsgewinner zu sein, möglichst viel Gold und Silber generieren, unabhängig vom Bankensystem etc. haben und dann schauen, wenn irgendwas Neues aufgesetzt wird, dürften, wie gesagt, einkommensproduzierende Sachen aufgrund der Depression durchaus billig werden, aber Top-Aktien mögen da beispielsweise ein guter Kauf sein und die dürften sich dann langfristig auch gut entwickeln, wenn die Wirtschaft sich dann langsam wieder von diesen Inflationsexzessen hoffentlich dann erholt hat. Ja, das finde ich einfach nochmal makromäßig, also makroökonomisch nochmal sehr, sehr gut beschrieben. Ich werde den Artikel verlinken, der ist von Goldseiten und Dr. Thorsten Polleit, nur so am Rande. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und würde Sie bitten, falls Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, Ihnen das Video gefallen hat, meinen Kanal bitte zu abonnieren. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.